Ich sage das mal als Gefangenenaustausch findet sowieso statt. Das erzählen wir schon ein paar Monate. Nicht-Diplomatin, Wer organisiert das eigentlich? die ich ja nicht geworden bin. Natürlich gibt es diplomatische Verknüpfungen, die aber natürlich nicht im Radio und Fernsehen auf den Tisch gelegt werden, weil man natürlich in einer Phase ist, Kontakte zu haben, Gefangenenaustausch, dass Getreide ausgeführt wird. Ist in beiderseitigem Interesse. Das funktioniert ja. Aber wenn es Annäherungen gibt und die legen sie auf den Tisch und wir sagen jetzt A und B spricht miteinander und dann wird das bei Ihnen, diskutieren wir darüber, ist das gut, ist das nicht gut, das ist ja völlig an der Realität vorbei. Weil so oder so würde Putin ja nicht zulassen, dass er sein Gesicht verliert. Und nochmal in Erinnerung, Putin hat die Ukraine angegriffen mit dem Ziel, die komplette Ukraine einzusacken. Deutschland trägt die Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg. Das waren 50 Millionen Tote, nur der Krieg. Ich rede nicht von Holocaust, das kommt alles noch dazu. Und deshalb meine ich, haben wir nicht das Recht, an Kriegen zu verdienen. Wir sind aber der 5. größte Waffenexporteur und verdienen an jedem Krieg, egal ob der in Libyen, in Jemen, in Syrien stattfindet. Dann sind immer deutsche Waffen auf beiden Seiten. Die Bundesregierung ist immer erstaunt, ich bin nicht erstaunt. Das ist das eine. Wir könnten humanitäre Hilfe leisten, andere Länder können natürlich Waffen liefern, wegen des Selbstverteidigungsrechts. Aber ich bin ja kein Militärspezialist. Und deshalb traue ich 2 Leuten über den Weg. Das eine ist unser früherer Generalinspektor der Bundeswehr, Kujat. Ja. Und das zweite ist der langjährige Chef des Generalstabs der US-Streitkräfte. Mark Milley. Richtig, Mark Milley. Und beide sagen, weder Russland noch die Ukraine kann diesen Krieg militärisch gewinnen. Wenn das stimmt, und wir diskutieren immer nur Waffen und Strecken und weiß ich was und mehr Waffen. Jetzt heute hat Scholz wieder 400 Millionen für neue Waffen gesagt. Ja. Warum können wir nicht mal ernsthaft über einen Waffenstillstand und über Friedensverhandlungen diskutieren? Frieden wird viel darüber geredet, aber Ihr konkreter Vorschlag ist ja, fangt mit einem Waffenstillstand an, 48 Stunden und so lange senden wir dann auch keine Waffen. Ich will nur einmal kurz zusammenfassen, was Ihre Position... Man muss ihn ja locken. Ja. Wir müssten sagen, natürlich nach Rücksprache mit der ukrainischen Regierung, wenn Sie einverstanden sind mit einem Waffenstillstand ab Sonnabend 0 Uhr, dann liefern wir vorübergehend keine Waffen mehr an die Ukraine. Und wenn er dann Nein sagt, dann würde er ja indirekt sagen, liefert mal weiter Waffen. Das fällt ihm ja auch schwer. Also und nie haben wir ihn diesbezüglich auch nur versucht, unter Druck zu setzen. Und das verstehe ich nicht, weil ich finde, im Interesse der Ukrainerinnen und Ukrainer, die Zerstörung, die Toten, die Verletzten brauchen wir nicht irgendwann, nicht in 5, in 10, in 15 Jahren, sondern so schnell wie möglich. Viele Bemühungen darum hat es schon gegeben, von Jeddah es hat noch nicht einen Waffenstillstandsvorschlag gegeben. So konkret noch nicht. Wir sind bei Frau Strack-Zimmermann und sind dankbar, dass sie heute bei uns ist. Sie ist jetzt im Europaparlament Chefin des Verteidigungsausschusses. Frau Strack-Zimmermann, von einem Siegesplan spricht Volodymyr Zelensky. Sind wir von diesem Sieg nicht wahnsinnig weit entfernt? Naja, ich glaube, dass der Präsident nach fast 1000 Tagen Krieg und den Zerstörungen natürlich auch seinem Volk gegenüber auch in die Offensive kommen will. Ich teile das, was Sie sagen. Und dass er nicht sozusagen immer wartet, bis irgendeiner agiert. Das glaube ich schon. Wie das aussieht, es könnte, das weiß ja keiner von uns, natürlich auch die Frage sein, Putin zu sagen, wenn du nicht aufhörst, dann wirst du die Konsequenzen in deinem Land tragen. Denn es ist ja schon bizarr, dass er die Ukraine seit fast 1000 Tagen bombardiert. Übrigens nicht nur in Anführungszeichen die Ostukraine, die übrigens so groß ist wie Portugal, sondern bis in den Westen. Wir haben die schrecklichen Bilder in Erinnerung vor 14 Tagen, als in Lviv eine Bombe einschlug und ein junger Mann seine Frau und seine 3 Kinder beerdigt hat. Heißt, dass der Krieg dort tobt. Und möglicherweise ist dieses Angebot an Putin, du hörst damit auf, sonst wirst du Angriffe erleben auf militärische Ziele in deinem Land. Und das muss dann Putin auch vor seiner eigenen Bevölkerung rechtfertigen, die ja glaubt, da wird irgendwo ein Krieg geführt, der Russland nicht wirklich tangiert. Wir haben zum Glück wir verschärfen Frank und dann verschärft Sauer er wieder gleich. zurück. Was wird die öffentliche Meinung, was wird Europa genau zu dieser Frage sagen, dass die Ukrainer unter militärischem Gesichtspunkt tatsächlich eine viel größere Handhabe bräuchten gegenüber Putin? Also es gibt inzwischen Meinungen und die sind nicht nur selbstverständlich bei den baltischen Staaten, die eine russische Grenze haben, oder bei Finnland eine russische Grenze. Die sehen das ganz dezidiert. Die wissen, mit wem sie es zu tun haben, und das seit Jahrzehnten. Aber selbst in Ländern wie Spanien, Portugal registriert man eben, dass das, was in der Ukraine passiert, eben nicht
nur die Länder berührt, die da zufällig in Aber der Nähe die haben liegen. zum Beispiel gar nicht unterstützt. So, und das ist natürlich die Diskussion, die wir führen. Denn eins muss man sagen, bei aller Kritik, die ich auch dem Kanzler gegenüber immer äußere, Deutschland macht sehr viel, auch im Verhältnis zu unseren französischen Kollegen zum Beispiel. Insgesamt reicht das aber nicht. Und ich weiß, das ist ja die Diskussion, die wir lange führen. Es ist ja im Grunde bizarr. Da wird ein Land angegriffen und wir diskutieren in der Öffentlichkeit, welches System dem Land helfen könnte. Während wir diese Taurus-Diskussion geführt hat, die ich auch nicht müde werde, immer wieder zu erwähnen, hat die Ukraine den kompletten Nachschub über die Brücke von Kertsch beendet, weil er immer damit rechnen musste, vielleicht wird das doch geliefert. Jetzt ist der ganze Nachschub, läuft über Schienen. Da ist in wenigen Wochen, sind dort Schienen gelegt worden. Und es gibt keine Chance mehr. Wir wissen genau, woher die Raketen kommen. Ja. Wir wissen, wie sie transportiert werden. Und das Logischste wäre, und selbst Herr Gysi räumt ein, dass es völkerrechtskonform ist, dass das zerstört wird, militärisch zerstört wird. Dafür ist der Taurus übrigens in den 70er Jahren gebaut worden, um mögliche Angriffe auf die NATO Wir merken im Kern uns das zu Argument, unterbinden. merken uns auch die zwei Dinge. Herr Gysi ist angesprochen. Wenn Sie Herrn Podolyak zuhören, Herr Gysi, sagen Sie, 1000. Tag, 3,5 Jahre währt dieser Krieg jetzt. Es braucht, Entschuldigung, Februar 22, Kopfrechnen leicht gemacht, pardon. Es braucht andere Antworten, als wir sie bisher fanden. Also erstens, was wahr ist, dass Putin uns allen beweisen will, dass er für ehemalige Sowjetrepubliken zuständiger ist als wir, was natürlich völkerrechtlich nicht geht. Ich glaube, Estland, Lettland und Litauen hat er aufgegeben, die sind auch in der NATO, aber den Rest nicht. Das geht nicht. Das muss ihm auch bei Friedensverhandlungen ganz klar erklärt werden. Deshalb finde ich den Vorschlag von Bodo Ramelow, dass wir nach dem Krieg anstreben, einen Nicht-Angriffspakt zwischen Russland und dem übrigen Europa, sehr wichtig. Aber das Zweite, wissen Sie, am Anfang wurde mir gesagt, wir liefern Helme. Dann wurde gesagt, wenn wir Panzer liefern, dann siegen sie. Dann wurde mir gesagt, wenn wir das liefern, dann siegen wir. Dann wurde mir gesagt, wenn wir das liefern. Jetzt höre ich, die Reichweiten sind entscheidend. Woher kommt denn die Illusion, wenn der Krieg nach Russland geht, dass die sich dann gegen ihre Führung stellen? Vielleicht passiert genau das Gegenteil, dass sie dann so wütend werden auf die Ukraine und den Westen, dass er es leichter hat, selbst in Moskau und in St. Petersburg und so weiter Soldaten zu rekrutieren. Das ist doch auch möglich. Also darf ich nur den Schlusssatz, mal statt an Eskalation zu denken, mal an Deeskalation denken, Aber haben damit wir wir rauskommen aus eskaliert, diesem ist ja die Krieg. Frage. Eben das sozusagen Schaffen von Verhandlungsmasse. Deswegen, es Zeigt gibt aber auch, dass Putin die Realität gar nicht mehr sieht, dass er auch angegriffen werden könnte. Das ist gar nicht bei ihm in der Vorstellungskraft. Und Sie sagten, es gibt diese roten Linien, die da immer gezogen werden. Da bebt hier in Deutschland jeder, oh Gott, wieder eine rote Linie. Es gibt auch nur eine, die überschritten wurde. Und das war der 24. Februar 22. Und dann gibt es immer eine Empörung in Moskau, was da passiert. Und dann nimmt hier jeder Haltung an. Und ich halte das wirklich für einen ganz, ganz großen Fehler. Und diese Verzögerungen, dass wir immer wieder diskutieren, Putin versteht nur eine Sprache. Und eine Friedensverhandlung, wie immer sie sein wird, kann nur aus der militärischen Stärke heraus gelingen. Sonst wird das Putin wird sonst lachen. Herr Gysi, Sie wissen, das höre ich seit über 2 lachen. Jahren und das hat sich nichts geändert, ganz im Frage Gegenteil. noch mal nach Herrn Trump, Herr Gysi, ganz wichtig. Ja. Ist Donald Trump in Ihren Augen, eben weil der sagt, zick, wir machen Frieden, weil der irgendwie schon mal überrascht hat, als es um Israel und um Jerusalem ging? Mich nicht fragen. Ich soll Sie nicht nach Trump fragen? Nee, ich sage, ich lehne den ganzen Typen ab. Bloß im Unterschied zu Frau Strack-Zimmermann weiß ich nicht, ob er gewählt wird oder nicht. Ich halte das für offen. Sehen Sie, also ich will gar nicht. Wissen Sie, bei der DDR wusste ich auch immer vorher, wie die Wahlen ausgehen. Aber woher Sie das in den USA wissen, ist mir wirklich neu. Das ist ja schön, dass Sie uns daran erinnern. Ja. Aber Trump ist doch jemand, der war in Nordkorea. Ja. War eine Lachnummer nachher. Ja. Er war, egal wo er war, hat in Afghanistan Chaos hinterlassen. Er hat die amerikanischen Truppen rausgezogen, mit den Taliban nicht mal einen Deal gemacht, was er gerne machen hat. Wirklich, er hat keine Ahnung. Ja, und die Bundeswehr war sehr erfolgreich in Afghanistan. Er könnte also der nächste amerikanische Präsident werden. Aber ich wollte was anderes sagen. Bitte. Erstens ist das eine Illusion zu glauben, dass der Biden da sozusagen sich noch ein Denkmal setzen kann. Denn wie soll er denn das machen? Selbst wenn er sagt, die dürfen jetzt weiter schießen etc., dann ist doch der Krieg nicht zu Ende, wenn der nächste Präsident dran ist. Das Zweite ist, Sie sagen, unsere Sicherheit ist gefährdet. Wissen Sie, als
Finnland und Schweden Mitglieder der NATO wurden, hat mir die Bundesregierung erklärt, dann können sie nicht mehr von Russland angegriffen werden. Denn wenn sie von Russland angegriffen werden würden, löste das den Bündnisfall aus. Dann müssen die US-Streitkräfte, französische und britische, dann wäre es der dritte Weltkrieg, dann bliebe auch von Russland nichts übrig. Wieso soll dann aber Deutschland von Russland angegriffen? Wir sind doch schon in der NATO. Also wenn die Logik bei Schweden und bei Finnland stimmt, verstehe ich nicht den Logikbruch hinsichtlich Deutschland. Und ich glaube, das Entscheidende ist, ich glaube auch nicht, dass der Trump, der hat ja gesagt, über Nacht macht er, das ist natürlich auch alles Quark. Aber ich hoffe, dass wir endlich eine Lösung finden. Sie haben recht, bei der Friedenskonferenz, habe ich gesagt, muss auch klar werden, die Souveränität der Staaten, auch die Sicherheit der Ukraine, alles klar. Aber weg von der Idee, dass man das Ganze militärisch gelöst bekommt. So denkt Putin, aber so denken auch wir. Und ich glaube, das ist falsch. Warum haben wir denn noch nie einen Waffenstillstand vorgeschlagen? Wenn er sowieso Nein sagt, dann könnten Sie es doch vorschlagen. Sie schlagen es nicht vor. Lassen Sie mich einen Satz einwerfen. Vor 14 Tagen sagt der Kanzler, es wurde ja gerade gezeigt, wir müssen uns jetzt mal an den Tisch setzen. Keine 12 Stunden später hat Wladimir Putin mit Verlaub den Mittelfinger Richtung Deutschland gestreckt, nach dem Motto, warum soll ich mich an einen Tisch setzen, nur weil die Ukraine militärisch in der Rückhand ist. Das wird dieser Mann nicht machen, weil es nicht in seine Logik passt. Wir fragen jemanden, der Verhandlungsgeschichte machen wir aber nicht. Es wird ununterbrochen versucht, will ich sagen. Aber also ich sage das mal als Nicht-Diplomat. Sowieso statt, das Also ich sage das mal als Nicht-Diplomatin, Wer organisiert das eigentlich? die ich ja nicht geworden bin. Natürlich gibt es diplomatische Verknüpfungen, die aber natürlich nicht im Radio und Fernsehen auf den Tisch gelegt werden, weil man natürlich in einer Phase ist, Kontakte zu haben, Gefangenenaustausch, dass Getreide ausgeführt wird. Ist in beiderseitigem Interesse. Das funktioniert ja. Aber wenn es Annäherungen gibt und die legen sie auf den Tisch und wir sagen jetzt A und B spricht miteinander und dann wird das bei Ihnen, diskutieren wir darüber, ist das gut, ist das nicht gut. Das ist ja völlig an der Realität vorbei. Weil so oder so würde Putin ja nicht zulassen, dass er sein Gesicht verliert. Und nochmal in Erinnerung, Putin hat die Ukraine angegriffen mit dem Ziel, die komplette Ukraine einzusacken. Die Ostukraine war sozusagen der Vorgarten und er ist weit davon entfernt. Deswegen ist ja die Frage, wie gehen wir damit um? Stehen wir als Europäer, und ich sage das jetzt mal als Europäer, und sagen, wir stehen an der Seite der Ukraine, wir werden nicht zulassen, dass 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Grenzen verschoben werden, das nichts anderes ist es. Was passiert mit Georgien, was mit Moldawien? Wer glaubt denn im Ernst, dass Putin, wenn er Erfolg hat, aufhört? Ja. Nie und nimmer. Herr Gysi, Sie sind ein erfolgreicher Anwalt gewesen und ein erfolgreicher Politiker, sage ich jetzt einfach mal so, und würde sagen, wie wäre denn Ihre schlaue Idee, solche Verhandlungen gegebenenfalls für Putin attraktiver zu machen, wenn es Ihnen so sehr darum ging? Waffenstillstand haben Sie gesagt, der kann dann gebrochen oder genommen werden. Und dann würde man einen Konflikt einfrieren. Das wenigstens fürchten viele. Das würde dann auf 30 Jahre Sonderstatus hinauslaufen. Es würde auf andere dramatische Dinge hinauslaufen. Und Sie hätten keine Sorge bei einer solchen Situation, dass ein Krieg wieder ausbrechen könnte? Es müssten dann ja wirkliche Friedensverhandlungen stattfinden, wo wir auch die Sicherheit der Ukraine, so wie sie dann akzeptiert wird, auf jeden Fall mit übernehmen. Ja. Anders geht das gar nicht. Und das gilt auch für die ehemaligen, das weiß ich nicht, darauf müsste man sich verständigen, am besten ohne. Vielleicht mit Gewissen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall mit mehr Rechten, zum Beispiel wie der Amtssprache, Russisch und lauter solche Dinge. Da will ich jetzt gar nicht im Einzelnen drüber reden. So, und dann gibt es ja auch die übrigen Sowjetrepubliken. Und da müssten wir auf der Friedenskonferenz wirklich klären, dass das aufhört, dass er sich dafür zuständiger fühlt als andere Länder, immer mit dem Recht, auch mal militärisch da einzugreifen und da einzugreifen. Da müssten die USA und die NATO eine klare Sprache sprechen. Und er könnte auch seine Interessen formulieren und sagen, zieht euch etwas zurück. Ich möchte von euch nicht so unter Druck gesetzt werden, etc. Also Sicherheit kriegt man immer nur, wenn sie gegenseitig gewährt wird. Und dazu muss man ein Abkommen abschließen. Warum keine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine? Warum ich sage ja, das ist völlig offen. Darüber kann man dann mitverhandeln, etc. Man kann bloß nicht so tun, als ob Putin verhandeln, ob die Ukraine in die NATO Nein, die kommt? NATO insgesamt, wie nah sie rankommen kann an Russland. Er glaubt doch nicht, dass die NATO ihn angreift. Aber er glaubt, dass sie ihn unter Druck setzen will. So ist der Punkt. Also muss man ihm wieder das nehmen. Das kennen Sie doch von diplomatischen Verhandlungen. Dann geht es Und welches Land sollte dann seine NATO-Mitgliedschaft abgeben, damit Herr Putin dann zufrieden ist? Nicht abgeben, darum geht es nicht. Aber was Sondern hieße die das Unterdrucksetzung
darüber muss man eben bei Ja, aber Friedensverhandlungen reden. Was hieße das? Die NATO soll sich zurückziehen. Was heißt das praktisch? Sehen Sie mal, wir hatten auch Ja, sagen Friedensverhandlungen Sie doch in mal, anderen was das heißen Situationen. würde. Wie bitte? Sagen Sie doch bitte Was mal, was würde das das heißen, heißen die würde. NATO sich Heißt das also zurückzieht? Litauen, Estland, vielleicht auch Finnland, Pufferzone. geht doch wieder raus Nein, aus der natürlich NATO? nicht. Die bleiben drin. Aber was heißt dann- Das was glaubt heißt doch dann, auch die gar NATO keiner. zieht sich Wir zurück? müssen seine Sicherheit gewährleisten, indem wir sagen, es geht gar nicht um Drucksetzung. Wir wollen jetzt nicht in Georgien uns stationieren. Wir wollen uns nicht dort stationieren. Er hat doch die Angst, sozusagen irgendwie umkreist zu werden, nicht vor einem Angriff, aber um unter Druck gesetzt zu werden. Ich weiß es doch nicht. Ich bin ja nicht Putin. Ich sage nur, das Wichtigste ist, dass man bei Verhandlungen sich gegenseitig anhört, wodurch die andere Seite sich beeinträchtigt fühlt. Und das nennt man in der Diplomatie Interessenausgleich. Und dann sagt man, wir haben aber das Interesse X, ihr habt das Interesse Y, wir versuchen uns zu verständigen. Das sind sehr komplizierte Verhandlungen. Aber Würden Sie sowas auch erstmal, Birkenstock? Frau Illner, halt, erstmal möchte ich so schnell wie möglich einen Waffenstillstand, damit das nicht- Töten, damit das Verletzen Sterben und aufhört. die Zerstörung Hier aufhört. gibt es, haben jetzt für nächstes Jahr der Deutsche Bundestag, die Regierung noch. Ja, das der ist auch Ukraine-Hilfe eine organisiert. gute Nachricht, denn nochmal, es geht um humanitäre Hilfe, auch finanzielle Hilfe, auch Infrastruktur aufzubauen. Wir sprachen gerade davon, es ist nicht nur Waffen, es ist natürlich das, was am meisten polarisiert. Es wird an uns liegen, an uns in Europa, wie ernst wir die Lage sehen. Und dass es unsere Aufgabe ist, an der Seite der Ukraine zu stehen, die letztendlich dann auch darüber entscheidet, wie es weitergeht. Das macht nicht der Herr Gysi, das macht nicht die Frau Strack-Zimmermann und es ist auch egal, wie wir Das uns ist- da das fühlen. ist zwischen Das sind uns die beiden Bilder, die Sie hier unstrittig. sehen, was in der Ukraine seit 2,5 Jahren. Ja. Die Menschen wollen nicht aufgeben, aber sie sind natürlich kriegsmüde. Es sind viele Flüchtlinge hier, die übrigens auch wieder nach Hause gehen, weil sie sich nach Frieden sehen. Jeder möchte Frieden. Aber darf Die ich einen Frage Satz ist, sagen? ob Putin in der Lage ist, das anzunehmen. Und ich sage Ihnen, und deswegen Das ist bei werden wir Frau auch nie Strack-Zimmermann. zusammenkommen an der Stelle, Ja. Herr Gysi, weil es schlichtweg naiv ist, Darf ich zu mal? glauben, dass Ja. mit diesem Mann wir ein Ringelreihen machen Alles klar, und er Frau sagt, Strack-Zimmermann. Nein, Lassen es Sie ist mich eben mal nicht. als Es ist eben Naiven, nicht. lassen Sie mich mal als Naiven Folgendes sagen. Es gibt zwei Länder neben den USA, auf die Russland angewiesen ist. China und Indien. Die hätte man zur Vermittlung gewinnen können. Die Chinesen Und müssen- liefern Moment, Russland Moment, jetzt mit lassen Sie mich mal Komponenten. einen Satz Ja, zu aber Ende es ist sagen. wichtig. Sie Hat gehen hat sofort sie schon. dazwischen. Ist wirklich, ich Zelensky finde, es ist und Xi freaky. haben Finde ich auch. über eine Stunde miteinander telefoniert und Zelensky war davon sogar sehr angetan. Absolut. Was machen wir? Wir beschließen Eine eine interessante Sanktion Geschichte nach der dazu. anderen gegen China, jetzt lauter Sanktionen gegen indische Unternehmen, entfernen diese beiden, also schieben die beiden Staaten immer weiter von uns weg, näher an Aber jetzt Russland geht's ja ran. gerade um Aber gerade uns. diese beiden Länder, Indien und China, wird brauchen wir als Vermittler. Um Indien hat die Bundesregierung geworben, um China hat Ja. diese Bundesregierung geworben. Ich erinnere Sie Nee, jetzt nur Sanktion für und Sanktion sage, durch die EU. und Ja. sage, was machen Sie denn mit dem Argument, dass wenn es die Ukraine nicht schafft, dass wir dann übrigens noch viel mehr Flüchtlinge aus der Ukraine hier haben werden. Und das ist eine noch viel größere Belastung auch für diese öffentliche Meinung und Ja, für aber die wir Bürger schaffen in diesem es seit Land über geben 2 wird. Jahren nicht militärisch ist zu entscheiden. Vielleicht muss man mal anders als militärisch denken. Politischer. ganz viele So. Menschen. Aber ich Tun sag schon noch mal, ganz auf viele die Menschen. Ich wollte beiden- nur dass gucken, die was wollen. Sie zu diesem auf Argument diese sagen. beiden Länder Sekunde, ist ist, dass Putin die- wirklich angewiesen. Warum sind wir so unfähig, diese Wird er beiden gleich Regierungen erzählen, als dass wir Vermittler uns zu ewig gewinnen? um